Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir. Es ist so schönes Wetter, es ist herrliches Wetter, die Sonne scheint. Justus ist mega, mega aufgeregt und hat gesagt, wir müssen los zum Architektenhaus. Heute wird so viel passieren. Und er hat mich direkt mitgenommen und guck, da steht er auch schon. Und ist ganz aufgeregt und will ganz viel erzählen. Es hat sich nach vorne geschoben. Also es ist passiert jetzt schneller, als es eigentlich geplant war. Naja, es gab viele Verzögerungen. Ja, es gab viele Verzögerungen, aber es war angekündigt für nächste Woche. Und jetzt ist es jetzt schon da. Und zwar, du siehst es schon im Hintergrund. Was ist da? Siehst du es, was es ist? Oh mein Gott! Es sind ganz viele Fenster. Es sind alle Fenster. Alle Fenster für das ganze Haus sind tatsächlich da. Wir mussten so ein bisschen länger warten auf die Fenster, aber ja, jetzt sind sie alle da. Perfektion. Auch die XXL-Fenster fürs Wohnzimmer, die zum Schieben sind. Und die neuen Fenster, die oben sind, die sehen so gigantisch groß aus. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Justus meinte schon auf jeden Fall da hinten, was du da siehst. Das sind die XXL-Fenster fürs Wohnzimmer, die zum Aufschieben sind. Und Justus, ja, das ist ja ein Element, ne? Also man muss ja, ach stimmt, das ist das große Schiebeelement. Das ist ein Fenster. Und das muss jetzt da reingehoben werden. Ja. Und rechts links haben wir nochmal zwei von diesen Rahmen. Nochmal, genau, die große Größe hier. Ach du meine Güte, das sieht so riesig aus, meine ich. Stell dich mal dahin. Komm, wir gucken mal. Ja, aber das sind ja auch 2,50 Meter oder was? Johann ist mit dabei. Ja, Johann! Müssen so 2,50 Meter, 2,60 Meter sind das. Ach du meine Güte. Gut, das Stück wird noch in den Boden, ne? Ja, das kommt noch in den Boden. Das wird Boden. so sein, dass das ist die obere Kante vom Boden. Also, da geht's rein. Also das ist zu sehen nachher. Genau, ja, so wie vorher, ne? Ja. Das war ja auch so hier und dann das Schiebeelement. Aber bodentiefe Fenster. Bodentiefe Fenster. Dass wir wirklich maximal Licht reinbekommen, so wie wir es lieben im Wohnzimmer. Das ist ja, einfach herrlich. Gerade bei so einem Wetter jetzt, ne? Weißt du noch? Dann ist das alles hell. Alles ist hell. Und hier sind auch schon die, ja, wie nennt man das? Gläser, die dann da reinkommen. Das ist auch riesig groß. Das kommt natürlich weg. Also das musst du dir alles wegdenken. Das ist jetzt nicht unparteiisch. Ja, aber es sind wahnsinnig dicke. Ne? Das sind Ja, stimmt. Aber ich zeig mal, wie dick sie sind. Dreifachverglasungen. Also vorher war das quasi nur die Hälfte. Das ist jetzt das ganze Glas. Und vorher hatten wir quasi nur die Hälfte davon. Und das war ja nicht so gut. Ja gut, ich weiß nicht, wie alt waren die? 20 Jahre? Ja. Und der ist auch schon irgendwie Luft reingekommen zwischen die Gläser. Das war immer sehr zugig. Nee, das war was anderes. Das hat nichts mit den Gläsern zu tun gehabt, sondern damit das es durch die Decke gepfiffen hat. Ach so, ja. Aber das wird jetzt von außen das ja hochgezogen und dann abisoliert. Das Problem haben wir auch nicht mehr. Also ein richtiges Upgrade. Ja, Upgrade. Und worauf Justus auch super stolz ist, ist dieser... Nein. Ne? Doch, hast du gesagt, hat er extra ausgesucht. Wie nennt man das denn? Hebel. Ja. Einfach wieder nach unten und dann schieben, so wie du es auch schon vorher kanntest. Nur, dass er jetzt... Ja, nicht zu viele Neuerungen, ja? Nicht, dass ich das nicht verstehe. Achso, und das Blaue kommt auch noch ab. Das ist jetzt ja, ich bin super aufgeregt. Also die riesigen Fenster, dass sie jetzt hier sind, und wenn sie eingebaut sind, dann wird das auch von außen nochmal ganz, ganz anders aussehen, das Haus. Wollen wir vielleicht mal rumgehen? Dann kann man vielleicht schon das erste Fenster sehen, wie es Schon eingesetzt eingebaut. wurde. Mhm. Cool. Mal gucken. Ja, okay. Also sie waren dabei, als ich vor einer Stunde gegangen bin. Ja, heute passiert mega viel. Also heute ist ständig und wir denken so, nein, wir müssen mit dabei sein, um uns das anzugucken. Auch was Symbolisches, Schönes, die Mülleimer wurden auch schon geliefert. Die Mülleimer schon. Wir können eigentlich wieder einführen. Achso, die Pooltür ist auch schon da. Die muss ich auch gleich mal zeigen, Justus. Das ist ja auch krass. Die Pooltür, die ist ja auch schon geliefert. Ja, aber das nachher. Also, In die Verwandlung. Justus, du machst es richtig spannend. Müssen wir erstmal. Hier ist nach wie vor natürlich noch Baustelle. Aber man kann hier schon ein bisschen was erahnen, finde ich auch, ne? Weil das wird ja später die Auffahrt quasi, ne? Zum Carport hinters Haus. Also wir haben das ja alles so ein bisschen ums Eck geplant. Ich finde, jetzt sieht man auch, dass es wirklich breit genug ist für ein Auto, weil damals, als hier noch Schuppen war und dieses ganze Gerümpel, vielleicht erinnerst du dich, wir hatten hier immer ganz viel Gerümpel hier neben und hinterm Haus, da konnte man sich das noch nicht so gut vorstellen. Oh, jetzt kommt die Sonne. Der Blick ins Badezimmer. Das ist ja ein Riesenfensterding, ne? Ja. Und das ist auch nicht zu öffnen. Das ist jetzt, das der ist Rahmen, nur ne? Genau, das ist nur der Rahmen und da kommt jetzt die Scheibe rein, dann wird es zugemacht. Und
Ja, belüftet wird es dann von oben und durch ein Belüftungssystem. Also kannst du das Fenster oben aufmachen oder das Belüftungssystem läuft ja sowieso. Also das ist ja auch ein komplett neues Teil, beziehungsweise die Gaube wurde ja neu gemacht. Ja. Damit haben wir ganz, ganz viel neuen Platz gewonnen. Und natürlich eine komplette Fensterfläche hier, ne? Wir mit unseren Fenstern. Wenn die Tür hier reinkommt, das ist wahnsinnig toll. Ja, wenn die Tür drin ist. Ich glaube, das ist auch schon mit dabei. Das Küchenfenster, das muss ich unbedingt gleich gucken, wenn es schon da ist. Das ist ja mein absolutes Lieblingselement an diesem Haus, dass ich dann hier wirklich mein XXL-Küchenfenster kriege, ne? Mit Durchreiche. Das ist alles Durchreiche. Ja, das ist das einzige Fenster, was nicht außen dran kommt, sondern nach drinnen springt. Stimmt. Und das dann hier, das ganze Ding hier, weil das nachher so eine komische Fläche wäre, wenn man das drinnen macht, dann hat es zwar so eine Weite, aber dann kommt man an das Fenster gar nicht mehr dran. Jetzt kommt man innen drin an dem Fenster sehr gut dran und hier draußen kommt dann eben die Weiterführung der Platte von drin, also die Küchenplatte von drin wird einfach hier draußen weitergeführt und dann haben wir hier eine Durchreiche und können dann hier sitzen an der Theke. Ja, auch schon und dann hier unsere frisch gemachten Limonaden von Mama. Ne? Ja, oh, mega cool. Ja, das war ja meine Idee. Ich möchte das nochmal betonen, dass das meine Idee war, dass diese Durchreiche quasi das Fenster nicht hier an der Wand abschließt außen, sondern drinnen, damit ich überhaupt drinnen auch an das Fenster rankomme, weil das haben wir ja das Problem jetzt im neuen Haus, dass wir gar nicht so an das Fenster rankommen. Ja, genau. Also da ist es so, wie man es macht. Da ist die Küche oder die Fenster sind ganz weit außen und man kommt an die Fenster gar nicht mehr dran. Dafür hat man natürlich viel Platz drin. Also es gibt immer Pro und Contra. Ja, das stimmt schon. Ja, aber das wird sowieso eine Weite ergeben, weil das hier durchläuft. Außerdem ist das Fenster auch in dem Boden versenkt. Ne? Also auch bodentief. Ja, genau. Es ist, glaube ich, 1 Zentimeter ist jetzt eingeplant, um so ein bisschen Spielraum zu haben, dass es 1 Zentimeter rausguckt. Aber ansonsten ist es so, als ob die Fläche einfach weitergeht und dazwischen einfach eine kurze Scheibe ist. Also wenn die Fenster dran sind, dann sieht es nochmal nach mehr aus. Ja. Weißt du, weil bisher muss man sich das immer vorstellen. Haben wir das mal erklärt. So und so haben wir uns das vorgestellt, so wird das gemacht. Aber jetzt, wenn die Fenster drin sind, dann ist das ein Riesenschritt. Justus ist auch mega happy, wenn die Fenster nicht drin sind. Macht er 5 Kreuze. So, genau. Immer der prüfende Blick von Justus. Es ist alles hier doppelt und dreifach immer abgeschlemmt und hier eine Folie und davor dann aber auch noch irgendwie so dahinter nochmal ein Teer und alles. Doppelt und dreifach. Ja, wir machen ja nicht nur einen Umbau, sondern wir wollen ja das Haus auch aufwerten und energetisch aufwerten. Ja, für mich ist vor allem erstmal wichtig, dass es dann auch die nächsten Jahre hält und dass wir nicht in 5 Jahren sagen müssen, oh, da müssen wir nochmal neu sanieren oder sowas. Das möchte ich nicht. Also ich hätte gerne jetzt das einmal richtig durch. Die Eingangstür ist auch so krass. Da bin ich so gespannt. Die habe ich ja noch nicht gesehen. Die hat nur Justus ausgesucht. Mit irgendwie Hightech-Zeug auch drin. Irgendwie, ne? Fingerprint und... Ja, genau. Also dass die Kinder immer... Keiner braucht einen Schlüssel, keiner kann einen Schlüssel verlieren. Ja, wenn man 4 Kinder hat und 2 Erwachsene, einer verliert den Schlüssel für so ein... Ja, das ist natürlich dann immer teuer. Du glaubst gar nicht, wie oft wir schon den Schlüssel verloren haben. Und dann musste der Notdienst kommen. Das war dann immer super teuer, weil die das Schloss nur kaputt machen konnten, weil sie auch selber nicht reinkamen. Nee, teuer war es deshalb, weil wir... Also ich weiß noch, der Türbauer hat uns damals gesagt, also die Tür können Sie dann nicht mehr öffnen. Ja, geht nicht. Ja? Schlagen Sie ein Fenster ein. Ist günstiger. So, und dann haben wir wirklich zweimal hat sind wir in unser Haus eingebrochen. Haben wir dieser großen Fenster eingeschlagen. Ja, weil das schon kaputt war. Dann habe ich gesagt, okay, dann kaufen wir uns sowieso ein neues. Und dann habe ich mich auch ein bisschen geschnitten. Und einmal durchs runde Küchenfenster habe ich mich auch eingebrochen. Und dann ist Justus da reingekrabbelt und dann hat er uns wieder reingelassen. Okay, diese Abenteuer wird es dann nicht mehr geben. Ja, also dann sollte die Tür nicht mehr zufallen. Zumindest hast du den Schlüssel immer damit dabei. Ach so, und die Tür ist selbstlernend, ne? Hab ich schon erzählt? Selbstlernen? Was lernt sie denn? Also die lernt den Fingerprint kennen. Gerade bei Kindern haben sie extra gesagt, wenn die wachsen ja logischerweise irgendwann mal. Ach so. Aber der lernt immer leichte Abweichungen, lernt er kennen. Und das heißt, wenn das Kind ein halbes bis dreiviertel Jahr nicht selber die Tür aufgemacht hat, dann erkennt er das Kind nicht mehr. Okay. Ja, also die müssen selber auch ab und zu mal die Tür aufgemacht haben. In 3 Wochen. In 3 Wochen wird angefangen, im Garten zu arbeiten. Und dann werde ich das hinten besprechen, wie sie den Zaun wegnehmen. Und auf der anderen Seite sind 2 sehr große Hunde. Nee, 3 große Hunde, ne? Ja? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind sehr große Hunde und
wer den Zaun wegnimmt, muss damit rechnen, dass er gefressen wird. Deshalb muss ich mit denen verhandeln. Ein bisschen Schutzkleidung anziehen. Ja, Justus hat natürlich nicht nur das fertige Haus geplant, sondern er hat schon den Garten auch fertig geplant und das wird alles parallel und total krass. Also wir ziehen wirklich hier ein, wenn es komplett fertig ist. Also komplett. Also mit Garten und allem drum und dran. Johann findet immer irgendwelche Sachen auf dem Boden. Ne? Das ist so mit Jungs. Die gucken hier immer und dann finden sie immer irgendwelche Sachen. Ich traue mich gar nicht. Ich glaube, das letzte Mal, als ich hier war, hatte ich ja schon eine Haustour gemacht. Und da sollte es losgehen mit dem Innenausbau. Weißt du noch, Justus? Das heißt, alles, was wir jetzt drin sehen, das habe ich und die Community auch noch nicht gesehen. Hast du noch gar nicht gesehen? Weder Boden noch ein bisschen Wand oder so. Ja, es gab ja so ein paar kleine Problemchen. Kleine Problemchen. Ja. Haben wir gar nicht erzählt, ne? Ja, hast du gar nicht erzählt? Habe ich jetzt noch nicht erzählt. Vielleicht erzähle ich das ja mal. Später mal. Vielleicht erzählen wir das mal. Nein, okay. Also, das erste, was du siehst, ist schon mal dieser Boden. Den hast du beim letzten Mal auch schon nicht gesehen. Das ist jetzt schon mit Fußbodenheizung drunter. Genau, der ist jetzt Estrich und der ist auch schon warm. Also wenn man hier drauf geht. Warmer Boden. Genau, das ist jetzt auch schon warm. Danke, Johann. Krass, dann muss ich auch mal fühlen. Das heißt, eigentlich könnte ich jetzt barfuß hier lang laufen, ne? Ja, kannst du. Aber wir haben jetzt die Türen und so weiter alles offen stehen gehabt. Das heißt, auch dann kühlt die Bodenheizung irgendwann aus. Ja, also es läuft tatsächlich schon alles mit der Wärme, weil es Justus super wichtig ist, dass das Haus warm ist. Also, dass es nicht kalt ist, sonst gehen irgendwie die Leitungen kaputt oder so. Er meinte, sonst platzen sie. Keine Ahnung, ich habe keine Ahnung von solchen Dingen, aber er meinte, es ist super wichtig, dass das Haus nicht kühl wird. Und deswegen wird tatsächlich hier schon geheizt, während hier eigentlich nur eine Baustelle ist. Hier kannst du auch schon ein bisschen was erahnen. Das ist ja dieser Flur, den Justus ständig anders designt. Nee, das heißt nicht ständig anders designt, sondern so, dass die Illusion einer Großzügigkeit entsteht. Also hier an diesem Flur dann, ne? Nee, ja, aber das ist der Eingangsbereich. Okay, Also das ist okay, ja. so, man kommt ins Haus rein und sagt, oh, hier ist aber schön eng. So, Aber es ist nicht eng. Das ja, zählt schon. ja, durch diese Fläche, die ja reinspringen. Und jetzt kommt jetzt hier, das haben wir ewig lange besprochen, gestern auch mit dem Tischler, kommen dann hier die Scheiben rein. Und jetzt haben wir oben das auch noch komplett weggenommen, sodass die wirklich ganz nach oben gehen, Scheiben. Und dann schimmert hier Licht durch. Also das wird nachher alles schön verspachtelt, sodass es dann aussieht wie so ein Fenster, an dem man vorbeigeht, was auch so ein bisschen reinspringt immer. Mhm. Ja? Rein. Er hatte mir eigentlich empfohlen, eine Vitrine da reinzubauen. Ja. Und dass man die dann rausgucken lässt. Und dann dachte, oh mein Gott, rausgucken, dann wird der Raum hier enger. Also, das konnte ich mir leider nicht vorstellen. Also er wollte da was anderes Ja, das war reinbauen. unser Schreinermeister, der auch immer so tolle Ideen Ja, hat. der hat wirklich krasse Ideen. Aber Der uns auch hier das ganz wollte ich viel nicht. hilft. So, also ich wollte, dass es damit reinkommt. Dieser Idee bin ich dir nicht gefolgt. Genau. Also hier ist der Boden auch, genauso wie im Wohnzimmer. Das heißt, das, was jetzt noch drauf kommt, ist eigentlich nur noch der richtige Boden, ne? Die Fliesen. Ja, genau. Und Parkett? Genau, da kommt Parkett hin, hier kommen ja Fliesen hin. Ja. Der muss noch einmal abgeschliffen werden, da gibt es noch ein paar Unregelmäßigkeiten. Aber dann müsste es weg sein. Also nach oben gehe ich nicht. Das ist mir hier diese komische Warte mal, Bautreppe ich halt mal fest und dann kannst du nach oben gehen. Ernsthaft, du willst, dass ich auf dieser wackeligen Ja klar, ja, du kannst dich doch festhalten. Ja, aber... Ach, das Fenster ist ja auch schon drin. Ja, natürlich. Das haben wir schon mal gezeigt. Haben wir schon gemeint. Gewaltig sonnig hier drin. Boah, Also jetzt vorher war ja hier alles komplett dunkel. Das war auch das, was Nancy immer so moniert hatte, dass dieser Bereich hier unten total dunkel ist. Genau. Genau. Das wird natürlich durch den Durchbruch da hinten und durch das Fenster Und durch alle Fenster, die da hinten noch entstehen. Küchenfenster auch. Ja, durch das Küchenfenster Kriege wird ich das alles endlich hier im super, finde ich. Eingangsküchenbereich richtig viel Tageslicht. Ja. Das ist auch gut. Also das fällt jetzt nicht, das geht Nein, jetzt nicht kaputt. die Leute haben jetzt da tonnenweise Sachen hochgeschleppt. Okay. Also in der Schule nicht ausreichend geturnt, würde ich sagen. Was? Was? Habe ich nicht. Was habe ich gesagt? Bitte nicht auf den weichen Teil treten, sondern nur auf die harten. Welchen weichen Teil? Ja, okay. Also ich komme ja auch wieder runter, ne? Ja. Man kann hier ganz schnell runtergehen, dann bricht man sich was oder... Nee, so eine Baustelle weiß ich nicht. Ja. Nicht super gefährlich. Ich muss mich erstmal orientieren. Wo stehe ich gerade? Ach so, ich bin gerade die Treppe hoch. Das heißt, hier ist eigentlich... Oh mein Gott, das sind die Fenster! Jetzt kommt hier endlich Licht rein. Ja. Ach so, du meinst den weichen Teil, da soll ich nicht drauf, Doch, oder? da kannst du auch drauf. Selbst das ist hart. Nur diese
diese Schüttdämmung, die ist mit Zement angemischt, also die wird hart, aber die ist jetzt noch nicht ganz fest. Okay. Und morgen soll ja hier die Fußbodenheizung verlegt werden. Also da bitte jetzt nicht drauf treten, sonst... Ach, hier ist noch keine Fußbodenheizung. Nein, das ist jetzt die Ausgleichsschicht. Wir haben nämlich ein kleines Problem gehabt, und zwar über die letzten 50 Jahre hat sich das Haus um 4 cm abgesenkt und das haben wir jetzt ausgeglichen. Das heißt, von da hinten bis zu Johanns Zimmer ist es jetzt komplett gerade. Ja? Okay. Also, das war es vorher nicht. Das war es vorher nicht. Ah, okay. Genau. Ja, krass. Und ist natürlich eine extreme Dämmung. Ne? Also vorher war, Stimmt. wir haben jetzt ein bisschen Fußbodenaufbau drin, aber, also der ist ein bisschen höher natürlich, der Fußboden als vorher, aber wir haben sowieso hier eine hohe Deckenhöhe. Das heißt, dass diese nachher, glaube ich, 5 cm fehlen uns nachher an der Höhe. Das ist aber nicht so schlimm. Also das ertrage ich. Also ich finde das so krass da mit den Fenstern. Ja. Das kenne ich ja so gar nicht. Ne? Sonst war ich ja immer hier. Erinnerst du dich noch da, wo die Fenster sind? War vorher dieser komische Schrank, wo ich immer reingekrabbelt bin, halb, wo ich drin verschwunden bin. Und hier in diesem Flur war es ja auch extrem dunkel. Ja. Und jetzt ist Ja, es von hier da hell. kommt Licht. Von da kommt Licht. Ja, von hinten, von vorne. Was für ein Upgrade. Das wird sie nachher hier mit den beiden. Stimmt, Justus macht das aber wieder zu. Also da kommt dann doch kein Licht. Mit Glas. Mit Glas mache ich das zu. Mit so einem Milchglas, dass man eben nicht sieht, dass er hinter der Wäscheraum ist, aber es kommt auf jeden Fall Licht durch. Und es hat sowas, macht wieder etwas größer alles. Und hier ist Elisas Raum. Elisas Also Zimmer. jetzt kannst du mal, geh mal rein und dann sprich mal. Ja, ich habe eben schon gemerkt, als du da reingegangen bist und gesprochen hast, man hört ja gar nichts. Ja. Ist ja total Ist das nicht abgefahren? Total leise. Also richtig extrem gute Dämmung. Fenster. Das heißt, die Kinder haben dann auch ihre Privatsphäre. Riesenfenster. Und wir müssen Komm hier nicht noch rein. den Ton mithören, wenn sie Fernsehen gucken. Ja, die Fenster. Kann man hier schon Das wird so drauf? spannend heute. Er hat ja gesagt, dass er die Fenster heute und morgen dann reinbaut. Und wenn es nicht klappt, dann eben Samstag. Aber diese Woche fertig. Ja, wir haben ja so Glück mit unserem Zimmermeister, Ja, Zimmermann, dass er hier so viel Vollgas gibt. Wie wird eigentlich meine Wand in meinem Zimmer? Wird die so glatt oder eher so? Nee, alle Wände werden glatt. Toll. So, mein Badezimmer. Oh mein Gott. Ja, da muss jetzt nur noch die Scheibe rein, ne? Ja, das ist die Scheibe. Das Fenster ist ja auch dann bodentief. Also Ja. das ist dann, guckt noch so ein Tickchen vom Rahmen raus. Ich traue mich noch nicht Ach so, mal da wir müssen bis jetzt mal dahin. Quer hier rein. Und dann setzt man da Und dann irgendwie die gerade dann- Riesenscheibe da rein. Und das machen sie mit dem Kran. Das machen sie mit dem Kran. Das will ich sehen. Ich glaube, wir sollten hier nicht stören. Achso, Das wird sehr ich anstrengend. störe hier, okay. Diese Scheiben unten wiegen mehr als 250 Kilo. Also das ist schon echt ganz... Okay. Ja. Ich möchte mal nicht auf die Füße kriegen, ne? Ja. So kleine deine Zähne, Füße. der wird dann eingekehrt. Hat Johann wieder sein großes Zimmer. Hier sind die beiden Fenster. Es ist so, dass er mit einem Stuhl oben dran kommen kann, aufmachen kann, braucht er aber nicht. Ja. Also um das Zimmer zu belüften, kann er entweder seine großen Fenster dann aufmachen oder die Belüftung anschalten, die Ja, am dafür hat ja Montag hier Justus reinkommt. gesorgt für komplette Belüftung des Hauses. Genau, also eigentlich brauchen wir die Fenster nicht aufmachen. Aber ein Naja, paar manchmal kann ist man es halt auch schön. ja, genau, deshalb Ja. ein paar kann man dann deshalb aufmachen. Aber ich habe gehört, die Leute, die dann so ein Belüftungssystem haben, die machen dann wirklich nur noch machen es wirklich selten mehr. ihre Fenster Ja. auf. Jetzt ist es. Ah, das sind jetzt auch Ja. 3 Fenster. 3. Nach wie vielen Jahren? 2 Jahren langsam? Kann es auch gerne. Sind das Zum jetzt auch Schluss 2 kommen. Schichten? Das sind alles 3 Schichten. Nancy wird jetzt ganz grazil die Treppe runterspringen. Ich traue mich nicht. Kann man sich ja gar nicht festhalten. Ja, an der Seite kann sie festhalten. Nicht am Plastikding, das hält nicht so viel. Das geht nicht. Ja, komm her. Genau. Wie geht das? Na, alter Schwede. Komm, komm mal probieren. Ja, ich versuche dir zu helfen, mein Schatz. Nee. Nee. Wie soll das gehen? Ja. Komm. Ich mach's so, wie ich meinem Baby beibringe. Immer erst mit den Beinen. Ja, genau. Sehr gut machst du das. Toll.
Ganz toll. Jetzt habe ich deinen Po in Großaufnahme. Ich bin gleich hier unten. Halt die alle Nur noch 2 Minuten. Hoffentlich geht es mit einem neuen Herr besser, ja. Okay, geschafft. Was ist? Peinlich, Johann.